fahren jetzt zu Ikea und zwar illegal, ohne Panda-Bärchen. Entschuldigung. Mal schauen, wie das so ist. Herrlich hier vorne, die ganze Sitzbank wieder für sich alleine zu haben. Hier die Mobil ist im Spa. War jetzt schon zweimal in der Waschanlage, ist zweimal dreckig wieder rausgekommen. Jetzt wird per Hand nachgearbeitet. Wir sind hier beim Das Weltauto, jetzt VW. Wir besuchen nämlich eine Hupe. Und Das schon ist das seit Weltauto hinter uns, das Weltreiseauto. Und das schon seit einigen Kilometern. Wir sind von Deutschland bis Peking gefahren. Das Einzige, was kaputt gegangen ist, ist die Hupe. Sind wir zu VW in Peking. Die wollten uns nur eine verkaufen mit Einbau. Das können wir selber. Dann waren wir bei BMW. Die haben uns ins Autoteile-Meile Mekka geschickt. Wir sind im Autoteile Mekka. Es gibt hier alles. Eigentlich ist uns heute nur der Kompressor kaputt gegangen und die Hupe. Und dann wollten wir noch Winterwischwasch haben. Und dann haben wir gesehen, es gibt auch noch Verkleidungsklipse. Und dann haben wir auch noch eine Lenkradhülle gekauft. Und der Jan kauft gerade auch noch eine Dashcam. Shopping. Auf geht's in die verbotene Stadt mit zigtausend anderen. Mal gucken, ob das klappt mit der Abholung der Karten. Unser Mädel hat gesagt, das ist ganz einfach. Wir legen nur unseren Reisepass vor und zack, sind wir drin. Schnellrestaurant wie jeden Abend oder fast jeden. Das ist die Speisekarte. Man bestellt. Dann bekommt man diesen Zettel und muss dann warten, bis das Essen aufgerufen wird. Ich kann Chinesisch. Lecker, lecker. So, wir sind jetzt endlich an der chinesischen Mauer angekommen und haben von Bernd aus Peking den super Tipp gekriegt, genau hier zur Lakeside Great Wall zu fahren. Das ist der typische Maueradler, den es hier gibt. Nur und ausschließlich auf der chinesischen Mauer. Ganz, ganz seltenes Tier. Auf in die chinesische Mauer. Ich war schon drin. Dann zeig, wie es geht. Bis Ehrenrock, dann sind wir am Grenzort. Lass uns überraschen, wie die Freiheit schmeckt.
disconnected.